Ja, es ist kurz vor 3. Dann treten wir mal so langsam die Fahrt zum Flughafen an. Wohnt mit uns hier. Tschüss, bis später. Wir kommen wieder, ne? Ja, kommt ihr beide mit? Kommt ihr beide mit? Ja, wir werden uns hier öfters sehen. Wir werden uns hier öfters sehen, glaube ich. Ich glaube, dieses Pärchen war letztes Mal schon hier. Ja, machen wir uns auf den Weg, oder? Ne? Das sind diese Napfmuscheln, die man auch essen kann. Ja. Oh, tschüss, ihr beiden. So gehen die 14 Tage zu Ende.
Und mit einem Grinsen auf den Backen treten wir die Heimreise an. Raus aus unserem Tal, wieder zurück in die Schweiz. Ja, ihr könnt dabei sein, bei allem, was wir hier erleben, machen und tun. Wir hoffen, euch gefällt der Content. Aber ich denke schon, dass dort draußen in der Welt ein paar Leute sind, denen das gefällt. Ja, und für diese Leute machen wir diesen Kanal. Es kommen noch jede Menge Videos. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie wir das haben. Beim Aufnehmen der Videos und ja. Liked unsere Videos, disliked sie. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Schaut euch die Videos an. Ja, und erlebt das, was wir erleben. Und unseren großen Plan. Unser neues Leben auf Madeira. In Portugal. Bis später. Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Wir fahren jetzt von unserem Strand aus los. Schließen unseren letzten Tag hier auf der Insel ab. Wir müssen noch tanken, also das Auto voll machen, damit wir das abgeben können. Dann in Santa Cruz. Wir fahren jetzt zur Tankstelle in Machiko. Das war früher nicht so, früher konnte man die Autos immer direkt am Flughafen abholen und so. Aber ja, Covid, wieder einmal, das hat alles verändert. Vor dem Flughafen ist eine Covid-Station aufgebaut. Die Leute getestet werden.
während des Telefonanschlusses oben aus dem Wohnzimmer die Treppe runtergegangen bin. Ich finde mittlerweile die Treppe gar nicht mehr so schlecht. Also nicht mehr so schlecht wie am Anfang, als ich das einfach nur als Hindernis gesehen habe für den Kopf, wo man durchgehen muss. Du meinst, vielleicht könnte man doch so einen Zugang zum Haus machen? Ja. Aber das wird sich alles in unseren Köpfen noch richtig entwickeln. Ja, du wolltest ja auch von der Garage den Zugang machen. Ja. Und vielleicht auch von dieser Seite zum Haus kommt, zum Beispiel in die Küche rein oben. Anstatt links ums Haus rum, rechts, dann bei der Küche rein zum Beispiel. Ja. Ja. Wir können uns das dann alles verschiedene Versionen ausmalen. Ja? Und wenn uns die Treppe zum jetzigen Wohnzimmer halt stört, ja, dann nehmen wir sie halt irgendwann weg. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, dass, wie gesagt, auf dem Weg, den wir jetzt zum Haus gehen, ist sie einfach im Weg. Besonders für dich. Ja, für mich ist sie jetzt auch nicht, also krass im Weg. Klar, ich muss auf den Kopf ein klein bisschen aufpassen. Ne? Wenn du dich Und dann- Bauarbeiter werden damit eventuell leichte Probleme haben, weil direkt daneben halt keine Stange ist, die einen vom Runterfallen schützt. Und so. Ja, im Moment ist ja alles offen. Ja. Aber falls die Bauarbeiter da irgendwelche Probleme haben, Material ranzubringen und so, ja, dann können wir schnell an der Weinpresse eine gute Treppe zementieren und die kann dann benutzt werden. Ja. Also die ist innerhalb von ein paar Stunden ist die hinzementiert. Sowas Provisorisches. Ja, aber gut, dass man solche Gedanken hat. Ja, sicher. Und dass diese Ideen auch mit den Videos dokumentiert werden und so, da geht nichts verloren. Eben irgendwie
dann geht das YouTube-Abenteuer los. Und da bin ich auch so gespannt, wie vielen Leuten unser Content gefällt. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon der eine oder andere unseren Kanal abonnieren wird. Ja? Ja. Wenn ich sehe, wie viele andere Auswandererkanäle es gibt und welchen Erfolg die haben. Ja. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass unser Kanal gutes Feedback bekommt. Ist ja auch interessant, nicht nur für Auswanderer, sondern auch für Leute, die vielleicht einfach nur Ferien machen möchten. Ja. Wanderferien, die sie entdecken. Ja. Vielleicht werden sie ja mit diesen Videos auch neugierig auf die Insel. Ja, hoffentlich, weil die Insel kann Wanderurlauber so brauchen. Leute, die die Gegend lieben, Pflanzen lieben und so. Aber für Sauftouristen ist das hier einwandfrei kein guter Platz. Kein guter Platz. Die sollen lieber nach Mallorca gehen oder so. gleich. Ja,
getankt und weiter geht's. Auto abgeben. Ja, sollte ja kein großartiges Problem sein, das wiederzufinden. Ich hoffe nur, das ist auch besetzt, das Büro. Bilder vom Auto.
gibt man das Auto immer hier ab. Das ist eben auch wegen Covid etwas anders jetzt. Hier. Ja, wir müssen jetzt gleich runter. Okay, dann wären wir ja auch hier angekommen. Dann würde ich sagen, bis später Leute und verabschieden wir uns von unserem Auto.